Meinetwegen kannst du aber auch alleine los. Ich bin ziemlich müde. Wenn du müde bist, gehen wir beide jetzt erstmal einen Espresso trinken. Ich habe morgen wieder Dienst. Ich auch. Also komm, du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Brauchst du noch lange? Schatz, ich bin in 2 Sekunden bei dir. Hallo, Anne. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht stören, aber ich muss dich dringend sprechen. Susanne! Tja, das ist ja eine Überraschung. Worum geht es denn? Hast du einen Moment Zeit? Ehrlich gesagt, das passt gerade ganz schlecht, weil ich habe gleich noch was vor. Bin verabredet, sozusagen. Ja, verstehe. Ich will auch nicht stören. Ein andermal gern. Aber vielleicht hast du doch kurz Zeit und wir können unten miteinander sprechen. Ich würde auf dich warten. Gut, ich komme gleich. Das ist nett. Danke. Bis dann. Bis dann. Weißt du was? Ich habe gerade gedacht, ich hätte Susannes Stimme gehört. Voll Schizo, oder? Freunde von mir haben letztes Jahr am Strand von Bali geheiratet. Es muss traumhaft schön gewesen sein. Ja, so barfuß im Baströckchen. Und im Sonnenaufgang, ganz genau. Meinst du denn nicht, dass das eine Überlegung wert wäre? Ja. Also ich finde auch, das klingt ausgesprochen romantisch. Nein, Natalie und ich, wir werden ganz traditionell heiraten. In Düsseldorf. Ich sehe schon. Und die Flitterwochen werden dann ein 2-Tages-Ausflug nach Königswinter? Ich würde wirklich gern mit dir verreisen, aber es geht nun mal nicht. Wir müssen erst die Holding wieder nach vorn bringen. Also ich weiß dein Engagement durchaus zu schätzen, aber an erster Stelle sollte jetzt erst einmal deine zukünftige Braut stehen. Entschuldigen Sie die Störung. Ja, was gibt es denn? Ansgar, ich wollte fragen, ob du Hannes heute Nacht zu dir nehmen könntest. Was denn? In deiner Woche? Es zieht fürchterlich in der Kammer. Hannes ist erkältet. Ich möchte verhindern, dass er eine Lungenentzündung bekommt. Sonst hätte ich dich auch gar nicht gefragt. Ja, das will ich natürlich auch in jedem Fall verhindern. Ja, wenn das so ist, dann nehmen Natalie und ich den Kleinen natürlich gern zu uns. Ich komme gleich und hol ihn ab. Danke. Das ist wirklich lieb von dir. Dann, ja, schönen Abend. Was ist denn mit der los? Offenbar ist sie darum bemüht, ihre neue Situation zu akzeptieren. Ach, bitte. Ich nehme dieses Süßholzraspeln nicht ab. Die hat irgendwas vor. Der Patient hatte sich im Internet genauestens über seine Krankheit informiert. Und natürlich war er schlauer als jeder Chefarzt. Natürlich. Du kannst dir nicht vorstellen, mit was für Fachausdrücken er um sich geworfen hat. Aber die Krönung war, am Ende hat er mir noch ganz detailliert aufgeschrieben, welche Medikamente ich ihm verschreiben soll. Ja, ja, das Netz ist für jeden Mediziner ein Albtraum. Sagen wir mal so, man braucht zumindest jede Menge Nachsicht und Geduld. Aber das sind ja Tugenden, die sollte man als Arzt sowieso mitbringen. Disziplin im Übrigen auch. Ich glaube, ich fahre mal nach Hause und gehe ins Bett. Ich habe morgen Frühschicht. Elan ist aber auch total wichtig. Komm, noch einen Absacker. Nein, ich würde ja gern, aber ich schmeiß mich jetzt wirklich in die Koje. Okay. Ich fand übrigens, dass es ein wirklich schöner Abend war, Jana. Ja, fand ich auch. Nur schade, dass Sarah nicht dabei war. Meinst du, ich finde das lustig, dass Susanne plötzlich hier auftaucht? Natürlich nicht. Aber ich habe Blut und Wasser geschwitzt, dass sie dich jeden Moment halbnackt aus der Dusche kommen sieht. Ja, sorry, ich weiß, wie schwer dir das Versteckspiel fällt. Ich muss nach unten, mich mit der Erziehungsberechtigten meines Freundes treffen. Und sie hat nicht gesagt, was sie von dir will? Nein. Ja, und wenn du einfach behauptest, du hast keine Zeit. Hab ich ja, aber es war ihr wirklich wichtig. Meinst du, sie ahnt was? Nein, dafür war sie viel zu freundlich. Aber sag mal, sie war ganz sicher damit einverstanden, dass du die Schule wechselst? Ja, absolut. Nein, ich habe ihm klipp und klar gesagt, ein Schulwechsel kommt überhaupt nicht in Frage.
Natürlich freue ich mich, dass er Sportmedizin studieren will. Aber den verlangten Numerus Clausus schafft er auch an seiner jetzigen Schule. Muss sich nur ein bisschen anstrengen. Und? Wie hat er reagiert? Völlig uneinsichtig. Notfalls will er sich über mein Verbot hinwegsetzen. Tja, tut mir natürlich leid, dass du Ärger mit deinem Sohn hast, aber... Kannst du nicht mit ihm reden? Ich? Ja, du bist seine Lehrerin. Ja, sicher. Aber Du kannst ihm bestimmt deutlich machen, dass ein Wechsel so kurz vorm Abi völlig unsinnig ist. wenn er nicht mal auf dich hört. Eben. Bei mir schaltet er total auf Durchzug. Er will sich von mir nicht bevormunden lassen. Aber du bist seine Lehrerin. Und du kannst ihn bestimmt mit sachlichen Argumenten überzeugen. Oder findest du sein Vorhaben nicht auch total daneben? 1,5 Jahre vor dem Abitur zu wechseln, womöglich gefährdet er damit seinen Abschluss. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Willst du mit ihm sprechen? Ich kann es ja mal versuchen. Ich danke dir. Du bist ein Schatz. Dass wir hier in diesem Loch hausen müssen, ist nicht meine Schuld, sondern die deines Großvaters. Und glaub mir, die Mama kann sehr nachtragend sein. Wenn ich nicht noch ein paar Rechnungen offen hätte, wären wir eh längst weg. Herein. Hallo, wir kommen, um den Kleinen zu holen. Ja, Also, ich finde nicht, dass es hier zieht. Mir ist eher zu warm. ich dachte immer, die Hitzewallungen bekommt man erst in den Wechseljahren. Sag mal, schaffst du es inzwischen nicht mal mehr, deinen eigenen Sohn zu tragen? Ja, mach dir mal keine Sorgen. Ich will nur verhindern, dass du mich wieder als brutalen Schläger darstellst. Ist mir im Grunde genommen auch sehr recht. Auch wenn sie Ansgar mehr Glauben schenken als mir. Ich habe keine Lust mehr auf blaue Flecken. Ich hab's verdammt noch mal satt. Lass dich nicht von ihr provozieren. Ich weiß, dass du es nicht getan hast, Ansgar. Ich werde sie daran erinnern, wenn seine Faust das erste Mal ihr Make-up auffrischt. Hör gar nicht hin. Na, Kleiner? Hallo, Hannes. Hi. Hi. War Sarahs Konzert so mies? Jetzt echt? Ach Quatsch. Das Konzert war der Hammer. Sarah spielt göttlich, alle waren hin und weg. Aber? Kein Aber. Sie hat so viel Gefühl in dieses Stück gelegt. Mit so viel Hingabe gespielt und dann noch ihr Strahlen. Sarah sah aus wie ein Engel. So wie du von ihr schwärmst, könnte man meinen, du wärst verliebt in sie. Ach Quatsch, doch nicht in Sarah. Sondern? Leonhard. Und jetzt weiß Anne 100 Pro, dass ich sie schon wieder angelogen habe. Die ist bestimmt stinksauer. Shit. Ja, du sagst es. Aber ich hab's einfach nicht fertig gebracht, ihr die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit worüber? Ja, danke für Ihre Aufmerksamkeit. Damit Anne mich nicht für den totalen Loser hält, habe ich ihr gesagt, dass Susanne ihr okay für den Schulwechsel gegeben hat. Hat sie aber nicht. Im Gegenteil. Und da sie Anne vorhin zu einem konspirativen Plausch gebeten hat, ich könnte wetten, ich bin jetzt aufgeflogen. Ja, dumm gelaufen. Ich wette, die Sieber ist total sauer. Davon rede ich doch die ganze Zeit. Am besten, ich rufe sie mal an. Nein. Ich habe mein Handy bei ihr vergessen. Willst du meins haben? Nee, lass mal. Ich warte am besten, bis die erste Wut verraucht ist. Da kannst du lange warten. Lehrer vergessen nie. Und außerdem haben sie von Natur aus eine sadistische Ader. Ja. Du bist echt eine Hilfe. Kann ich bei dir pennen? Traust du dich nicht nach Hause? Natürlich. Cool. Dann erspare ich mir zumindest Susanne Standpauke. Ja, und Annes hole ich mir dann morgen ab. Und dann hat er mich zu sich rangezogen, mich hochgehoben und geküsst. Das war absolut filmreif. Wow. Ja, ich kam mir vor wie Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht.
Ja, aber deinen komischen Verehrer hat Leonard damit bestimmt vergrault. Ja, den bin ich erst mal los. Und mein Herz auch. Mann, Leonards Kuss hat mich völlig umgehauen. So wie du aussiehst, war das wohl nicht der Auftakt für mehr. Leonard liebt Sarah immer noch. Und er leidet darunter, dass er nicht mit ihr zusammen sein kann. Aber sie ist seine Schwester. Ja, nur, als er das kapiert hat, da war es leider schon zu spät. Aber meinst du nicht, dass Leonard da irgendwann mal darüber hinwegkommt? Genau, das würde ich mir sogar wünschen. Aber du brauchst doch deshalb kein schlechtes Gewissen haben. Habe ich aber. Ich mag Sarah total gern und ich will nicht auf ihren Gefühlen rumtrampeln. Verstehe ich ja, aber willst du Leonard deshalb abschreiben? Ich weiß auch nicht. Er hat vorhin sogar gesagt, er will jetzt wieder nach vorne gucken. Vielleicht ist da auch Platz für eine neue Frau. Ich würde es dir jedenfalls wünschen. Ihr beide werdet echt ein tolles Paar. Du hast unschuldig im Gefängnis gesessen und das hat in jeder Zeitung gestanden. Also mach dir keine Gedanken. Trotzdem haben wir durch diese unselige Affäre jede Menge Kunden verloren. Es wird lange dauern, die Holding wieder dahin zu bringen, wo sie mal war. Wozu sind Unternehmensberater da? Trefft ihr euch im Büro? Nein, im Schneiders. Er hat bestimmt ein paar brauchbare Konsolidierungsmaßnahmen auf Lager. Guten Morgen, Frau van Anstetten. Guten Morgen. Ist die Luft nicht herrlich? Ich wollte gerade einen Spaziergang machen. Ja, in der Tat. Bis eben war sie das noch. Naja, wahrscheinlich hätte ich auch einen gesteigerten Sauerstoffbedarf, wenn ich die ganze Zeit wie du da oben in diesem Kabuff hausen müsste. Und wenn ich wie du die ganze Zeit gesiebte Luft geatmet hätte, wäre ich nur noch draußen. Mhm. Dann wünsche ich dir viel Glück bei dem Meeting. Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Ach, Tanja, lass doch meinem Vater einen Vorsprung, hm? Den könnt ihr beide haben. Hallo, von Anstetten hier. Ich hätte gerne ein Taxi nach Königsbrunn. Hi. Ich habe versucht, dich anzurufen. Aber leider warst du ja nicht erreichbar. Danke. Ja, wie war es denn gestern noch? Also mit Susanne, meine ich. Wolltest du was Bestimmtes? Willst du mich eigentlich verarschen? Du weißt ganz genau, worum es ging. Ja, wahrscheinlich um meinen Schulwechsel. Du hast mir direkt ins Gesicht gelogen. Anne. Später. Je mehr positive Publicity Sie bekommen können, desto besser. Sie können hier nicht sitzen. Angelo, was soll das? Wollen Sie mich daran hindern? Ja, sehen Sie doch. Der Tisch ist reserviert. Dann suche ich mir eben einen anderen Tisch. Genau. So, das war's endgültig. Mehr ist bei mir nicht zu holen. Und jetzt schert dich zum Teufel. Tja, dann hoffe ich mal, dass meine Tante sich nicht die Augen verdirbt. Bei so einem kleinen Bildschirm. Aber ich glaube, wir sind trotzdem noch ganz gut zu erkennen. Miststück. Für unseren Dirty Talk kann ich ihr noch ein paar Ohrstöpsel besorgen. Vielleicht denkst du also besser doch über eine Alternative nach, wie du an Kohle kommst. Düsseldorf ist teuer. Und von irgendwas muss ich ja leben. Lassen Sie mich raten. Sie haben Charlie mit diesem kleinen Flittchen betrogen und jetzt erpresst sie sie. Wirklich? Ich bin ja richtig gut. Ja, kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Worauf Sie sich verlassen können. Wirklich schade. Ich wäre nach dem Konzert gerne noch mit euch losgezogen. Hör mal, das war euer erster Auftritt. Ist doch völlig normal, dass euer Professor was alleine mit euch unternimmt. Wie hat es dir denn gefallen? Es war unglaublich, Sarah. Ehrlich. Also, ich stehe ja normalerweise nicht so auf Klassik, aber als du dann angefangen hast zu spielen, du hast mich wirklich bekehrt. Danke. Hi, Sarah. Hallo, Coco. Ich habe von deinem genialen Auftritt gehört. Glückwunsch. Wir haben alle unser Bestes gegeben. Was habt ihr denn danach gemacht? Leonard und ich? Danke. Ich koche mal Kaffee.
Wir waren eigentlich nur noch im No Limits und haben Kaffee getrunken. Und ja, dann sind wir auch gleich nach Hause. Und wie hat ihm mein Auftritt gefallen? Er war begeistert. Echt? Ja, aber ich muss jetzt ins Krankenhaus. Meine Schicht fängt gleich an. Oh, schade. Wollt ihr auch einen? Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich los. Ja, für mich dann auch nicht. Ich begleite dich noch ein Stück, okay? Natürlich, gern. Ciao. Tschüss. Und bitte denken Sie an die Klausur nächste Woche. Abgefragt wird die komplette 4. Lektion. Frau Siebert, können wir unser Referat nicht nächste Woche halten? Ich habe Ihnen doch schon mal Aufschub gegeben. Sie sollten sich Ihre Zeit besser einteilen. Sie sind übermorgen dran. Und Sie warten bitte noch einen Moment. Jetzt würde ich gerne wissen, warum du mich angelogen hast. Ich höre. Naja, als meine Mutter sich so gegen den Schulwechsel gestellt hat. Da komme ich ja genau richtig. Deine Lehrerin und ich wollten dir nämlich noch mal gemeinsam ins Gewissen reden und dir klarmachen, dass ein Schulwechsel absoluter Irrsinn ist. Sag mal, geht's noch? Ich lass mich doch hier nicht vollquatschen. Paul! Was hat er denn? Verdammt nochmal, wo ist denn schon wieder... Ansgar, hast du einen Moment? Nein. Es ist wichtig. Tanja, es ist schlimm genug, dass du auf Königsbrunn mit den Ketten rasselst, aber hier hast du nun wirklich nichts zu suchen. Also, wenn es nicht um den Kleinen geht, dann... Um den geht's aber. Masern, Mumps, Rütteln. Was denn? Alles, was ich dir an den Hals wünsche? Der Kleine muss dagegen geimpft werden und da wir das Sorgerecht halten, brauche ich deine Zustimmung. Warum hat er denn diese Impfung nicht mit der letzten Tetanusspritze gleich mitbekommen? Auf die Idee, dass er nach einer Spritze völlig fertig sein könnte, kommst du nicht? Ansgar, Ihr Meeting. Ja, ich weiß, ich komme gleich. Ja, Und genau solche Stiefel habe ich schon ewig gesucht. Nein, viel schöner als meine alten. Schwarz, vorne spitz, schweinehohe Stilettos. Schätzchen, wenn Sie nicht sofort an die Arbeit gehen, trete ich Ihnen mit ein paar schweinehohen Stilettos in den Allerwertesten. Nein, red ruhig weiter. Hat noch jemand gehustet? Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen habe. Aber ich konnte nicht an, dass Paul sich so aufführt. Er wird sich bestimmt wieder fangen. Und dann kannst du noch mal ganz in Ruhe mit ihm reden. Das habe ich doch schon zigmal versucht. Aber du hast doch gesehen, wie er reagiert. Dabei meine ich es nur gut mit ihm. Und er tut so, als würde ich ihm sein ganzes Leben versauen. Ich verstehe das nicht. Paul war immer so vernünftig. Aber seit ein paar Monaten... Nimm dir das bitte nicht so zu Herzen. Das ist bestimmt nur eine Phase. Er will eben seinen eigenen Kopf durchsetzen. Das hat nichts mit dir zu tun. Entschuldigung. Ist in Ordnung. Du musst mich für eine hysterische Mutter halten, die ihren erwachsenen Sohn behandelt, als wäre er gerade erst im Kindergarten. Ist doch logisch. Du machst dir Sorgen. Vielleicht bin ich zu egoistisch. Weil ich von Paul verlange, dass er auf meine persönliche Situation Rücksicht nimmt. Du hast ja keine Ahnung, was bei uns zu Hause los ist. Schlimm? Wenn ich dir irgendwie helfen kann, Susanne. Und jetzt? Wollen Sie mich vielleicht bei der Polizei anzeigen, oder wie? Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir hinterher zu spionieren? Ich wurde eher unfreiwillig Zeuge ihres Könnens. Weinbach ist ein Loser. Und die Idee, sich von ihm das Taschengeld aufbessern zu lassen, gefällt mir. Auch wenn nicht viel zu holen sein wird. Das überlassen Sie mal schön mir. Und jetzt entschuldigen Sie mich bitte. Ich würde Sie gerne näher kennenlernen. Ich bin aber nicht lesbisch. Es geht mir auch eher um eine, sagen wir mal, geschäftliche Allianz. Weiter? Ich habe gesehen, wie Ansgar mit Ihnen umgesprungen ist. Gar nicht schön. Ist mir sowas von egal. Ist es nicht.
Und mit meiner Hilfe könnten Sie es ihm heimzahlen. Und sich nebenher noch ein paar Euro verdienen. Einfach so? Schätzchen, heutzutage ist nichts umsonst. Was wollen Sie? Als Gegenleistung müssten Sie mir einen kleinen Gefallen erweisen. Hallo, Leonard. Guten Morgen. Und? Hast du wenigstens heute Nacht genügend Schlaf bekommen? Ja, natürlich. Ich leg dann auch mal los. Nein, warte mal. Das musst du dir anhören. Komm mal her. Hier. Die Studenten der Musikhochschule Düsseldorf beeindruckten mit einem vielfältigen Programm und schenkten dem Publikum einen unvergesslichen Abend voller Höhepunkte. Jetzt schau dir mal dieses wunderschöne Foto von Sarah an. Ich wette, sie wird irgendwann eine großartige Pianistin. Dr. Lahnstein, Sie müssen sofort kommen. Notfall. Selbst für den Fall, dass es nichts bringt. Ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du mich unterstützen willst. Es ist nur ein Versuch. Ja, ganz toll. Meine Mutter und meine Lehrerin. Wer hat den Vorsitz? Hör dir doch erst mal an, was ich dir zu sagen habe, Paul. Wenn du dann noch immer die Schule wechseln willst. Also? Wie ich von deiner Mutter erfahren habe, möchtest du Sportmedizin studieren? Und glaubst an einem anderen Gymnasium den verlangten NC eher erreichen zu können? Stell dir das nicht so einfach vor. Das Schuljahr ist schon so weit fortgeschritten, dass einige der für das Abitur relevanten Klausuren schon geschrieben sind. Ja, und die Punkte kann ich mir auch da anrechnen lassen. Nicht jede Schule verrechnet bereits bestehende Punkte. Das liegt ganz im Ermessen der Lehrer. Wenn du glaubst, dass du es auf deiner jetzigen Schule von den Noten her nicht schaffst, gibt's immer noch die Möglichkeit, Nachhilfeunterricht zu nehmen. Seid ihr fertig? Gut, ich auch. Das Anmeldeformular für die andere Schule habe ich schon ausgefüllt. Ich war nur einen Moment aus der Küche. Und dann hat Jessica plötzlich geschrien wie am Spieß. Ja, und weiter? Wir müssen wissen, was sie genommen hat. Das war Haushaltsreiniger. Irgend so ein ätzendes Zeug. Und wann war das? Ich weiß es nicht. Vor einer halben Stunde etwa. Jessica hat so furchtbar geweint. Und dann hat sie plötzlich überhaupt nicht mehr auf mich reagiert. Kommen Sie. Oh Gott, Sie müssen doch irgendwas tun. Sie müssen mein Kind retten. Warum bist du nur so stur? Willst du uns nicht verstehen oder was ist mit dir los? Du willst anscheinend nicht verstehen, dass ich alt genug bin und meine Entscheidungen selber treffe. Abgesehen davon finde ich es absolut oberpeinlich, dass du meine Lehrerin beknetest, damit sie mich dann auch noch bearbeitet. Ich habe deiner Mutter selbst angeboten, mit hierher zu kommen. Es wäre wirklich ein großer Fehler, wenn du jetzt die Schule wechselst. Siehst du? Selbst Frau Siebert dreht dir davon ab. Bitte sei vernünftig. Nein! Warum beharrst du nur so auf den Schulwechsel? Darum geht's doch gar nicht, verdammt nochmal. Ja, und worum geht's dann? Ich und